Ist das sogenannte Staatenlos-Modell für Perpetual Traveler und digitale Nomaden legal oder nicht? Das ist eine Frage, die jetzt wieder ganz neu entbrannt ist und zu der es momentan wieder heiße Diskussionen auf den sozialen Medien und YouTube gibt. Grund genug, dass natürlich auch wir uns nochmal mit dieser Frage auseinandersetzen wollen. Wenn auch du Teil der Perpetual Traveling und Digital Nomaden Community bist oder Interesse an diesem Thema hast, wenn du Interesse hast, auszuwandern, möglichst steuerfrei zu leben, so zu leben, dass kein Staat dich besitzen kann, dass du frei bist, dass du, wie gesagt, mehr von deinem Geld behalten kannst, dann wirst du vermutlich die Diskussion in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen haben, die hier wieder ganz neu auf YouTube und auch in den anderen sozialen Medien entbrannt ist. Anlass dieser neuen Diskussion ist das neue Buch von Christoph Heuermann, Staatenlos, das ich dir absolut empfehlen kann. Ein tolles Buch, ein spannendes Thema, sehr interessant. Wenn du dich tatsächlich mit dieser Materie detailliert befassen willst, solltest du dir dieses Buch auf jeden Fall anschauen. Ich sage damit ganz klar nicht, dass das, was in dem Buch steht, korrekt ist, aber zur Horizonterweiterung, zur intellektuellen Auseinandersetzung und sich tatsächlich mal systematisch mit einem Thema wirklich von Anfang bis zum Ende auseinanderzusetzen, ist dieses Buch tatsächlich eine sehr gute Grundlage und ich kann dir deswegen hundertprozentig empfehlen, dieses Buch zu erwerben und dich einmal damit zu befassen. Im Vorfeld dieses Buches gab es dann auch seitens von Staatenlos einige Blogposts und in einem dieser Blogposts wurde entsprechend auch der Rechtsanwalt Tim Grenerwald genannt. Ein hochkompetenter Rechtsanwalt. Ich habe ja schon vielfach seinen YouTube-Kanal hier empfohlen. Ein echter Experte, wenn das um das internationale Steuerrecht geht. Regelmäßig teile ich seine Videos mit unseren Mandanten. Er hat sich ja schon sehr lange kritisch mit diesem sogenannten Staatenlos-Modell auseinandergesetzt. Er hat sich auch mit anderen faszinierenden Themen auseinandergesetzt, die ja auch so in den letzten Jahren hochgeschwappt sind. Mir fällt zum Beispiel das konkrete Modell der Familiengenossenschaft ein, die ja tatsächlich in den letzten Jahren sehr missbräuchlich verwendet wurde und wozu es nun einige Urteile gegeben hat, die mit den Betreibern solcher Modelle unglaublich hart ins Gericht geht. Tim Grenerwald hat zum Beispiel auch vor diesem Modell schon vor Jahren gewarnt und mit großer intellektueller Klarheit, Systematik und Präzision diese Modelle auseinandergenommen. Und er hat eben auch immer wieder Videos auf YouTube produziert zum sogenannten Staatenlos-Modell. Was das ist, werde ich gleich nochmal erzählen. Für die, die sozusagen hinterm Mond leben, und hat dieses ganze Modell sehr kritisch beäugt und hat sehr spezifisch dargelegt, warum er dieses Modell, jedenfalls für deutsche Staatsbürger, nicht für legal hält und tatsächlich davon ausgeht, dass digitale Nomaden, das Perpetual Traveler, vielfach auch noch 10 Jahre nach ihrer Auswanderung aus Deutschland weiterhin in Deutschland steuerpflichtig bleiben. Infolgedessen, dass nun Tim Grenerwald in diesem Blogpost von Staatenlos genannt wurde, hat er diese Nennung zum Anlass genommen, sich dann nochmal ganz systematisch auch mit diesem sogenannten Staatenlos-Modell zu befassen. Er war dann sehr kreativ, hat die Webseite staatenlos.com registriert. Die Webseite von Staatenlos ist ja staatenlos.ch, hat also staatenlos.com registriert und hat dort im Grunde genommen seine ganzen Überlegungen und Auswertungen zu dem Thema auch der letzten Jahre noch einmals aufbereitet, hat dort auch ein Dossier zur Verfügung gestellt. Also letztlich eine anwaltliche Studie, die dich Zehntausende Euro kosten würde, wenn du sie von einem spezialisierten Anwalt ausarbeiten lassen würdest. Daher auch das will ich dir unbedingt ans Herz legen. Schau dir das Ganze einmal an. Kauf dir das Buch von Christoph. Schau dir die Seite staatenlos.com an. Wenn du das verstanden hast und wenn du dich da durchgeackert hast, weißt du mit Sicherheit deutlich mehr als die meisten Steuerberater zum Thema internationales Steuerrecht, deutsches Außensteuergesetz, insbesondere die so viel zitierte erweiterte beschränkte Steuerpflicht nach Paragraph 2 bzw. Paragraph 5 des Außensteuergesetzes. Ich kann mir vorstellen, dass den Christoph natürlich freuen wird, denn all das ist ja PR für sein Buch. Und jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat, der weiß im Grunde genommen, dass jede PR für ein Buch gute PR ist.
Also, die Position von Staatenlos ist natürlich ganz klar. Perpetual Traveling, das sogenannte Staatenlos-Modell, es ist komplett legal, auch nach deutschem Steuerrecht. Die andere Seite, zu der eben auch Tim Grenawald gehört, er sagt wiederum, das ist nicht legal. Man fällt damit als deutscher Staatsbürger unter die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, wenigstens möglicherweise, und muss dann noch seine Einkünfte, die man als Digitalnomade erzielt, zum Beispiel über eine amerikanische LLC für 10 Jahre lang in Deutschland erklären und auch versteuern. Bevor ich dir jetzt meine Meinung zu dem Thema sage, falls du noch nicht kennst, will ich nochmal ganz kurz wiederholen, um was es eigentlich in dieser Diskussion geht. Also das Staatenlos-Modell, was letztlich auf der Flaggentheorie basiert, sagt im Grunde genommen aus, du meldest dich aus Deutschland ab, du hast in Deutschland keinen Wohnsitz mehr und dann reist du letztlich durch die Welt. In keinem Land wirst du steuerlich ansässig, denn du hältst dich in keinem Land lange genug auf. Du hast in keinem Land einen Wohnsitz und wenn du das konsequent machst, dann bist du tatsächlich nirgendwo steuerpflichtig. Du kannst dir eine LLC in den USA gründen, was ja übrigens auch wir machen. Also auf unserer Webseite nullsteuer.lc kannst du LLCs in allen Bundesstaaten der USA gründen. Auch dort setzen wir uns natürlich intensiv mit dem Thema LLC und der weiter beschränkte Steuerpflicht auseinander. Also das ist die eine Seite, das ist die eine Position. Hier geht es also ganz klar darum, ein Leben in großer Freiheit zu führen, keine Buchhaltungspflicht mehr beachten zu müssen, keine Steuern bezahlen zu müssen, das Geld, was man verdient, auch tatsächlich behalten zu müssen, es nicht an einen gierigen, schlecht organisierten Staat überweisen zu müssen, zumindest zu einem großen Teil, sondern eben das behalten zu dürfen, was man tatsächlich auch verdient, keinem Staat mehr gegenüber Rechenschaft schuldig zu sein, seine Privatsphäre zu schützen, sich vor Dingen wie zum Beispiel einer Vermögensteuer, staatlicher Überwachung, Transparenzregistern etc. schützen zu können. Wir wissen ja, gerade die EU hat schon einige Maßnahmen umgesetzt, die besonders bedenklich sind und plant ja in Zukunft noch viel mehr. So, es besteht übrigens natürlich absolut kein Dissens darüber, dass dieses Modell für sehr viele Personen funktioniert. Es funktioniert für Österreicher, es funktioniert für Schweizer, es funktioniert wahrscheinlich für die meisten Menschen auf dieser Erde, ausgenommen vielleicht die Amerikaner. Für wen es aber nicht funktioniert, so zumindest die Aussage des anderen Lagers, zu dem eben auch Tim Grenawald gehört, sind deutsche Staatsbürger. Denn hier gibt es die erweiterte beschränkte Steuerpflicht und sie sagt aus, dass du, wenn du in den 5 Jahren vor deinem Wegzug aus Deutschland in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig warst, in ein Niedrigsteuerland umziehst oder eben Perpetual Traveler wirst, auf betriebsstättenlose gewerbliche Einkünfte in Deutschland noch 10 Jahre steuerpflichtig bist. Dann gibt es ja eine Qualifizierung, die gemacht wird. Es gibt Mindesteinnahmen, es gibt wirtschaftliche Interessen in Deutschland. Das ist aber letztlich der Tenor. Am besten kann das aber Tim Grenawald selbst erklären, wenn du auf diese Seite gehst, staatenlos.com. Dort findest du ganz konkret seine Abhandlungen, sein Dossier und auch seine Videos, die ich dir, wie gesagt, sehr ans Herz legen kann. Dort erklärt er sehr genau und belegt das eben auch an Gesetzen und auch an verschiedenen BMF-Schreiben, warum er die Position vertritt, dass du eben nicht als Perpetual Traveler leben kannst, wenn du gewerbliche Einkünfte hast und wenn es keine funktionale Betriebsstätte gibt, über welche diese gewerblichen Einkünfte generiert werden. Jetzt habe ich natürlich in den letzten Tagen und Wochen sehr viele Untermandanten gefragt, was meine Position zu diesem Thema ist. Nun, wenn du diesem Kanal schon länger folgst, dann wirst du natürlich meine Position kennen. Und meine Position ist im Grunde genommen die von Tim Grenawald. Auch ich bin ganz klar der Meinung, dass dieses Staatenlos-Modell letztlich aus deutscher Sicht nicht legal ist. Und das ist jetzt nicht eine Meinung, die ich erst in den letzten Monaten und Jahren vertreten habe. Das ist eine Meinung, die ich letztlich schon habe seit 2010, seit 2011. Ich habe schon damals im Grunde genommen Content veröffentlicht zum Thema digitale Nomaden. Und ich habe schon damals vertreten, dass die beste Lösung für digitale Nomaden im Grunde genommen ist, sich in einem steuergünstigen Ort tatsächlich niederzulassen. Ein Ort, der ein Doppelsteuerungsabkommen hat mit Deutschland oder dennoch sehr günstig besteuert. Damals 2011 haben wir dann auch unser Office in Malta eröffnet. Du begründest also einen Wohnsitz in Malta, hast da eine wirkliche Wohnung. Du gründest dann eine Firmenstruktur in Malta, diese zahlt 5% Steuern und der Rest ist im Grunde genommen steuerfrei. Dieses maltesische Modell ist natürlich
deutlich komplexer, als es einfach nur eine LLC zu gründen. Und man ist ja auch nach wie vor in der EU, das ist mir völlig klar, aber es ist ein Modell, das im Grunde genommen astrein funktioniert. Wir hatten natürlich in dieser Zeit seit 2011 zig Mandanten, die hier eine Überprüfung durch das deutsche Finanzamt hatten. Da ging es um Fragen, ob sie wirklich in Malta leben, ob diese maltesischen Gesellschaften wirklich Substanz in Malta haben, wie viel Zeit sie in Deutschland verbringen, ob es noch eine Betriebsstätte in Deutschland gibt, ob es noch möglicherweise einen Wohnsitz in Deutschland gibt. Und da alle unsere Mandanten das natürlich immer korrekt gemacht haben, sind diese Überprüfungen dann immer positiv letztlich verlaufen, auch wenn es zum Teil unangenehm sind, auch wenn sie natürlich mit Kosten verbunden sind für Anwälte und Steuerberater. Das Gleiche kann ich sagen über den UK. Der UK ist mittlerweile nicht mehr interessant, aber früher war er interessant. Auch der UK hat ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland. Auch im UK gab es den Non-Dom-Status früher. Auch dort hatten wir immer wieder steuerliche Überprüfungen, dann auch zum Teil in Kombination mit Malta. Also zum Beispiel, der Mandant ist nach London umgezogen, hatte eine Holding auf Malta und dann hat das deutsche Finanzamt nochmal ganz genau hingeschaut, nachdem er dann 3 Jahre umgezogen war. Ich hatte ja dazu auch schon Videos gemacht. Auch das ging alles dann glimpflich aus. Und wenn ich glimpflich meine, ist ohne irgendwelche Konsequenzen für den Mandanten. Aber es war eben leider mit Kosten verbunden. Das heißt also, ich kann mit Überzeugung sagen, dass diese Modelle, wenn jemand irgendwo wirklich lebt, wenn jemand in einem Abkommensstaat tatsächlich lebt und man natürlich dann auch die Eigenheiten der entsprechenden Abkommen berücksichtigt, zum Beispiel im Fall vom UK gibt es eine Rückfallklausel im deutsch-britischen Doppelsteuerungsabkommen, das muss man natürlich dann beachten. Aber wenn man das richtig macht, dann funktioniert es auch. Und daher, wenn du Rechtssicherheit willst, dann kann ich dir hier aus Erfahrung sagen, dass das ein Modell ist, das tatsächlich etabliert, geprüft und für gut befunden wurde. Wenn du dir das Dossier von Tim Grenawald anschaust, übrigens, das er dort veröffentlicht hat, auf seiner Webseite staatenlos.com, dann wirst du eben genau diesen Punkt auch feststellen können, dass er genau diesen festen Wohnsitz in einem DBA-Staat als die Situation herausstreicht, wo dann im Grunde genommen die Negativwirkungen der erweitert beschränkten Steuerpflicht sich nicht in gleicher Weise oder gar nicht entfalten, wie das jetzt bei einem Perpetual Traveler oder beim digitalen Nomaden der Fall wäre. Und deshalb ist das nach wie vor meine Position, auch nach all den Jahren, lange bevor ich von Christoph Heuermann gehört habe, lange bevor ich von Tim Grenawald gehört habe. Das war immer unsere Position und das ist sie auch noch heute. Und so helfen wir heute natürlich noch Mandanten nach Malta umzuziehen. Wenn du diesem Kanal folgst, dann hast du ja meine Schwägerin Sabrina vielleicht schon hier in verschiedenen Videos gesehen. Sie ist diejenige, die dort unsere Aktivitäten leitet. Wir haben nach wie vor sehr viele Deutsche, die dorthin umziehen. Wir machen mittlerweile auch ziemlich viel auf den Philippinen. Wenn du jetzt außerhalb der EU sein möchtest und dir Asien gefällt, dann sind die Philippinen ein hervorragender Wohnsitzstaat. Auch hier ist ein Doppelsteuerungsabkommen mit Deutschland vorhanden. Wenn du, wie gesagt, in einem Abkommensstaat einen legitimen Wohnsitz hast, also kein Briefkasten, keine Compliance-Adresse, sondern eine wirkliche Wohnung, die du nicht untervermietet hast, die auch wirklich zur langfristigen Nutzung eingerichtet ist, also nicht nur leer steht natürlich, sondern wirklich auch Möbel drin hat und vor allen Dingen unter der Annahme, dass du nirgendwo anders eine auf dauerhafte Nutzung ausgelegte Wohnung hast, dann ist die steuerliche Situation zumindest im Rahmen der Doppelsteuerungsabkommen eigentlich ziemlich klar. Und dann ist es in den meisten Fällen, sage ich mal, unmöglich, dir dort an den Karren zu fahren. Und das ist genau das, was auch meine ganz konkrete Erfahrung in den letzten 20 Jahren, seitdem wir in diesem Business sind, ganz klar gezeigt hat. Es gibt natürlich hier viele Nuancen. Man kann ja mit einer LLC viele Dinge machen. Man muss ja nicht mal gewerbliche Einkünfte erzielen. Wir haben ja zum Beispiel Modelle entwickelt, wo du dann die LLC für die Zahlung einer Betriebsrente verwenden kannst und damit ein Rentnervisa in vielen interessanten Ländern bekommen kannst. Du kannst die LLC auch zum Vermögensschutz verwenden und eben für viele andere Dinge. Warum das ganze Modell, also dieses sogenannte Staatenlos-Modell bisher funktioniert hat für deutsche Staatsbürger, ist einfach, dass die Behörden letztlich nicht wirklich Möglichkeit haben, das konsequent zu prüfen. Der automatische Informationsaustausch zum Beispiel ist ja auch nicht wirklich eine Hilfe für Behörden, denn der basiert ja nicht auf der Staatsbürgerschaft, sondern eben auf der Ansässigkeit. Das heißt, wenn du nicht mehr in Deutschland ansässig bist und bei Banken dann auch nicht mehr deine deutsche Adresse verwendest, sondern eben deine neue Wohnsitzadresse im Ausland, greift der automatische Informationsaustausch ohnehin nicht. Das Gleiche gilt natürlich auch für DAC8, für CAF, den sogenannten Kryptoinformationsaustausch. All das hat alles nichts mit Staatsangehörigkeit zu tun. Wenn du dann auch keine Rechnungen nach Deutschland schickst, denn
Solche Rechnungen könnten ja auch immer dann im Rahmen einer Betriebsprüfung bei deinem Kunden zum Beispiel in Frage gestellt werden. Solange du dann auch keine geschäftlichen Beziehungen mehr nach Deutschland erhältst, solange du auch in Deutschland keine Steuererklärung mehr einreichen musst, weil du zum Beispiel auch keine Einkünfte hast, die jetzt einfach dort beschränkt steuerpflichtig sind, wie zum Beispiel Mieteinnahmen oder Renten, verschwindest du einfach vom Radar des deutschen Finanzamtes. Aber das macht es natürlich nicht legal. Das ist ganz klar. Das ist das Modell, wo kein Kläger, da kein Richter. Viele sagen sich natürlich, ist mir komplett egal. Dieses Risiko gehe ich ein. Wie gesagt, es scheint ja zu funktionieren. Wir sehen ja diese Diskussion seit Jahren und es ist ja augenscheinlich nicht viel passiert, was hier den Vollzug dieser Gesetze anbelangt. Man muss natürlich sagen, im Hintergrund ist schon einiges passiert. Wir hatten verschiedene BMF-Schreiben, einmal zum Außensteuergesetz und dann jetzt natürlich auch vor kurzem erst zum Thema Betriebsstätte. Generell nimmt natürlich die Überwachung zu. Generell wird das Finanzamt immer wieder natürlich auch KI verwenden. Die Position der Finanzbehörden ist völlig klar. Sie haben mehrfach bestätigt in den letzten Jahren, dass digitale Nomaden eben nach § 2 Außensteuergesetz steuerpflichtig sind. Wie lange das also noch so funktioniert, wie lange die Behörden also noch tatsächlich nicht in der Lage sein werden, das genau zu kontrollieren, das bleibt nun offen. Mein Rat an dich, ganz klar, wenn es dir um Rechtssicherheit geht, dann verlass dich hier nicht auf dein Glück, dann lass dich beraten von deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt. Hole, wenn du kannst, im Vorfeld eine verbindliche Auskunft ein bei deinem Finanzamt und lass dir bestätigen, dass das, was du vorhast, auch tatsächlich so ist, wie es dir versprochen wurde und nicht nur einfach als Versprechen auf dem Papier existiert. Also, wenn du auch planst, als digitaler Nomade, als Perpetual Traveler um die Welt zu ziehen, dann kann ich dir nur empfehlen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich persönlich finde, dass es eine faszinierende Diskussion ist. Ganz egal, wie man zu dem Thema steht, die deutsche Rechtslage ist natürlich pervers. Das ist völlig klar. Das gibt es in fast keinem anderen Land, ein so komplett abartiges, verrücktes Gesetz wie diese erweiterte, beschränkte Steuerpflicht. Und es ist ja völlig klar, dass man dazu geneigt ist zu sagen, das kann ja einfach gar nicht sein, sowas kann es doch nicht geben. Leider ist es aber meiner Meinung so und es bringt nichts, den Kopf dort in den Sand zu stecken. In diesem Sinne, wenn auch du nach Lösungen suchst, die für dich funktionieren, die erprobt sind, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Tatsächlich organisieren wir auch regelmäßig Seminare und Reisen in interessante Länder und Seminare zu interessanten Themen, wo es auch immer genau um solche Fragen geht. Wir machen das Ganze schon seit 20 Jahren. Ich habe Deutschland und die EU schon vor 26 Jahren verlassen. Und dieses ganze Thema zeigt dir nur, warum das auf jeden Fall eine gute Idee ist. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.